Wir betrachten einen symbolisch dargestellten Zylinderkopf mit Pumpedüse-Einspritztechnik. An den Dichtungsflächen der Pumpedüse-Elemente oder kurz PDE sind bei neuwertigen Motoren zunächst keine Beschädigungen erkennbar. Bei der Montage wird jedoch deutlich, dass die verwendete Spannpratze beim Festziehen in eine Kippbewegung gebracht wird. Diese drückt den Injektor nicht nur nach unten, sondern presst ihn zudem seitlich an die gegenüberliegende Dichtungsfläche. Durch Temperatureinfluss, Vibrationen und Belastung im Betrieb beginnt der Injektor durch diesen seitlichen Druck zu wandern. Die Folge sind sichtbare Beschädigungen und Einlaufspuren an der betroffenen Seite der Dichtflächen. Diese Dichtflächen sind dazu vorgesehen, die im Zylinderkopf verlaufende Kraftstoffversorgung der Injektoren abzudichten. Ab einem gewissen Grad der seitlichen Wanderung können die Dichtringe den entstandenen Spalt nicht mehr füllen. Das Ergebnis ist austretender Kraftstoff aus der Oberseite der Injektorbohrung. Der Kraftstoff vermischt sich hier mit dem Ölkreislauf des Zylinderkopfes und führt schließlich zu der bekannten Ölvermehrung. Die Folge der beeinträchtigten Schmierfähigkeit sind schwerste Schäden an Kurbel- und Nockenwelle, Turbolader, Kolbenringen und Zylinderlaufflächen, oftmals bis hin zum Kapitalmotorschaden. Anfangs ist die Ölvermehrung durch den normalen Ölverbrauch oft nicht erkennbar, erste Anzeichen eines bereits fortgeschrittenen Schadens sind jedoch zeitweise Probleme beim Motorstart und ein oftmals unruhiger Leerlauf. Werden zu diesem Zeitpunkt die Produkte von 071 eingesetzt, kann ein Austausch des beschädigten Zylinderkopfes in den allermeisten Fällen vermieden werden. Die hier dargestellte, von uns entwickelte PDE-Brücke ersetzt die werkseitige Montagelösung der Injektoren. Die speziellen Montagebügel aus Werkzeugstahl stützen dabei stets den benachbarten Injektor zusätzlich ab, wodurch das beschriebene Wandern verhindert wird. Die Verbindungsleiste aus legiertem Aluminium sorgt für zusätzliche Stabilität und ermöglicht dennoch den Toleranzausgleich, ohne erhöhte Spannungen in den Zylinderkopf einzubringen. So montiert werden die Injektoren ideal in ihren Sitzen zentriert und durch die Verschraubung als Einheit gestützt. Eine weitere Beschädigung des Zylinderkopfes wird verhindert und bereits beschädigte Köpfe können durch die neue Ausrichtung größtenteils weiterhin verwendet werden. Schützen Sie Ihren Motor noch heute. Die betroffenen Aggregate sind nach behobenen Mängeln ausgesprochen zuverlässig und durchwegs für extrem hohe Laufleistungen geeignet. Für weitere Infos besuchen Sie bitte 071.com oder folgen den Social-Media-Kanälen. Wir wünschen Ihnen stets gute Fahrt.